Safety First. In der heutigen Ausgabe stelle ich euch die 6 wichtigsten Maßnahmen vor, die euch helfen, dass euer Turn so sicher wie möglich vonstatten geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf dem Kanal von Charterbar Yachting. Und solltest du das Thema Yachtcharter, Segeln und mehr genauso sehr lieben wie wir, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren und vergiss auch nicht, die Glocke zu betätigen, denn nur dann wirst du erinnert, wenn wir ein neues Video online haben. Und heute geht es um das Thema Sicherheit. Ich meine, wahrscheinlich könnten wir über dieses Thema so lange reden, da würde nicht nur eine Folge nicht ausreichen, sondern ein ganzer Tag nicht ausreichen. Aber wir haben es jetzt mal runtergebrochen. Ich habe mir mal 6 Punkte rausgeschrieben, die ich persönlich auch immer, ich sage jetzt mal, beherzige und die ich euch weitergeben möchte. Und wahrscheinlich wird es hier noch einiges mehr geben. Und mich würde natürlich total interessieren und wahrscheinlich auch die anderen, die hier zuschauen, was ihr denn noch so praktiziert, um einen sicheren Turn zu gewährleisten. Das heißt, packt es bitte einfach unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was euch sonst noch so alles einfällt und wie gesagt, ich denke, dieses Format ist auch einfach dazu da, dass wir gegenseitig davon profitieren, was wir so haben. Das Erste, was wirklich wichtig ist und ich denke auch mit zum Tragen kommt, ist einfach, wenn ihr auf eine Charteryacht kommt, mal die Ausrüstung zu checken. Und zwar nicht nur im Zuge des Check-ins abzuhaken, was ist denn alles an Bord, sondern auch die Sache mal wirklich unter die Lupe zu nehmen. Dazu gehören natürlich zum Beispiel die Rettungswesten. Es gehört die Rettungsinsel dazu. In Kroatien, ihr wisst, da ist es nicht zwingend notwendig, dass ein Schiff eine Rettungsinsel hat. Da ist es das Dinghy, was als Rettungsinsel dienen kann bzw. dienen soll im Worst Case, aber auch da dann natürlich das Dinghy zu checken. Verliert es Luft? Ist es wirklich intakt? Und ansonsten gibt es natürlich andere Dinge, auch wie beispielsweise den Verbandskasten, den man mal unter die Lupe nehmen sollte und schauen sollte, was ist denn da überhaupt alles drinnen. Und ansonsten auch ein Werkzeugkoffer, denn die Sicherheit ist ja auch dann gewährleistet, wenn die Dinge intakt sind und wenn zum Beispiel kleine Probleme behoben werden können. Und hierzu ist es auch wichtig, dass man einen Werkzeugkasten hat, wo dann auch die entsprechenden Werkzeuge drin sind und nicht nur irgendwie ein paar verrostete Schraubenzieher und ein Hammer. Und in solchen Fällen kann man das natürlich auch dem Vercharterer sagen, dass man hier Ersatz bekommt. Aber auch solche Sachen wie zum Beispiel der Feuerlöscher. Schaut es euch an, auch die Signalraketen. Sind die abgelaufen? Sind überhaupt welche an Bord? Ein Fernglas ist auch wichtig und die Ferngläser, die oft auf Charterschiffen sind, ich meine, da mache ich jetzt keinen Hehl draus, die sind nicht unbedingt immer die besten. Das heißt, wenn ihr ein eigenes haben solltet, nehmt es ruhig mit. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, was hat es mit Sicherheit zu tun? Wenn es zu dem Fall kommt, dass ihr es braucht, dann werdet ihr es erfahren, aber dann ist es meistens zu spät. Das heißt, solche Dinge wirklich einfach mal checken, ob das intakt ist, ob es funktioniert. Auch der Funk. Es reicht nicht zu sagen, hier ist das Funkgerät, sondern schaut es euch an. Funktioniert er, bevor ihr dann am ersten Tag oder vielleicht am zweiten, falls ihr den Funk nicht benutzt, dann wieder zurück müsst. Oder ihr vielleicht den Funk sogar braucht aufgrund einer Notsituation und er funktioniert nicht oder ihr wisst vielleicht nicht genau, wie er zu handhaben ist. Oder ich hatte schon mal das Problem, dass die Batterie, die für den Funk extra zuständig ist, dass diese Batterie tiefenentladen war und dann hat man wirklich ein Problem, weil wenn man da technisch nicht irgendwie begabt ist oder versiert ist, dann kriegt man das Ding nicht zum Laufen und das ist natürlich nichts. Auch die Möglichkeit, Signale zu senden, zum Beispiel durch so ein Nebelhorn, ich bin selbst schon mal auch so mal in so einem Nebel gewesen, dann ist es eben wichtig, auf sich aufmerksam machen zu können und dazu sollte man Signale senden können, akustische Signale und dazu gibt es eben auch auf den Charteryachten entsprechende Hupen, die auch funktionieren sollten und die auch da sein sollten. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, ich nenne es jetzt mal Get Ready to Sail. Ich habe diesen Punkt deswegen reingeschrieben, weil ich ihn letztes Jahr leider nicht beherzigt habe und in eine Situation gekommen bin, in der ich mir gewünscht habe, dass ich es beherzigt hätte. Und zwar, bevor ich auslaufe, sollten manche Dinge so vorbereitet sein, dass ich sie in einem, ich sage jetzt mal Notfall oder in einer brenzlichen Situation, dass ich schnell auf sie zurückgreifen kann. Ich spreche hier speziell in meinem Fall von unserem Griechenland-Turn, bei dem wir nach der ersten halben Stunde, wo wir aus dem Hafen rausgefahren sind, in ein so unfassbares Gewitter gekommen sind, mit Blitzen, mit strömendem Regen, mit unfassbar starkem Wind, mit
ja, mit Wellen und vor allem, ich hatte keine Sicht. Und wir waren nur zu dritt auf dem Wasser. Und obwohl ich den Punkt 1 beherzigt hatte und wir hatten alles gecheckt auf dem Boot, war es nicht so, dass die Rettungswesten greifbar waren. Dass mein Ölzeug irgendwo war, wo ich schnell drauf hätte zugreifen können. Sondern das war im Koffer noch irgendwo in der letzten Ecke verstaut. Und die Rettungswesten waren eben, ja auch in dem Fall meine eigene Rettungsweste, auch noch verstaut. Und das ist etwas, was nicht gut ist. Also auch wenn ihr bei strahlendem Sonnenschein auslauft, macht es einfach Sinn, dass ihr die Dinge griffbereit habt, die ihr in einem Notfall brauchen könntet. Dazu gehört zum Beispiel auch eine Taschenlampe oben im Cockpit, genauso wie ein Messer oben im Cockpit, auf das ihr sofort zugreifen könnt. Ich hatte mal die Situation, dass wir von jetzt auf gleich los mussten, wir aber mit Anker und Heckleinen festgemacht hatten und uns der Wind gegen die Felsen gedrückt hatte und wir mussten jetzt uns hinten losmachen, hatten keine Zeit, waren kurz davor, die Felsen zu berühren und Schaden zu nehmen. Und in dem Moment habe ich vorne sofort an mein Messer gegriffen, habe mich umgedreht und habe die Leine durchgeschnitten und es war einfach Gold wert, dass ich alles griffbereit hatte. Also seht bitte zu, dass ihr die wichtigen Dinge griffbereit habt und nicht in einer Notfallsituation erst irgendwo im Koffer suchen müsst, um die Dinge da irgendwo rauszuholen. Also ich habe tatsächlich dieses Jahr mir von meiner Frau zwar Ölzeug und alles hochschmeißen lassen, aber bis ich mich da irgendwie anpicken konnte, die Zeit hatten wir nicht und da ich alleine war, der das Schiff führen konnte, habe ich mich dann draußen mit irgendwelchen Leinen festgebunden. Und das ist natürlich nicht die Situation, die man haben möchte und man fühlt sich da natürlich auch nicht so gut. Also solche Fehler sollten einem nur einmal passieren und euch jetzt hoffentlich auch nicht. Ja, das Dritte, was extrem wichtig ist, ist die Crew-Einweisung. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Crew einweist, bevor ihr aufs Wasser geht. Und dazu gehört eben auch mal das ein oder andere Szenario vielleicht mal durchzusprechen, durchzugehen. Und was auch wichtig ist, ist, dass ihr den Co-Skipper so instruiert und ihn auch vor allem am ersten Tag üben lasst, dass er das Schiff fahren kann, auch wenn ihr nicht in der Lage wärt, als Skipper dieses Schiff zu führen. Denn wenn euch als Skipper was passiert, dann habt ihr immer das Problem, wer soll das Schiff jetzt weiterführen? Natürlich soll das der Co-Skipper machen. Wenn ihr aber den Co-Skipper nie komplett ans Steuer gelassen habt, kann es sein, dass er damit vielleicht auch überfordert ist. Das heißt, nutzt wirklich auch den ersten Tag auf dem Wasser, den Co-Skipper machen zu lassen. Im besten Fall fährt er vielleicht sogar das Schiff aus dem Hafen raus und hat schon mal das erste Gefühl dafür. Er soll den Motor anmachen, ausmachen. Co-Skipper sind ja meistens auch die jetzt nicht ganz so viel Erfahrung haben auf dem Boot wie die Skipper. Und umso wichtiger ist es, dass er das mal gefahren ist. Und es gibt auch der Crew natürlich eine gewisse Sicherheit, wenn sie wissen, okay, es ist nicht nur der Skipper da, der dieses Boot fahren kann, sondern es ist auch noch eine weitere Person an Bord, die eben dieses Schiff fahren kann. Ja, Punkt 4, Wetterdaten checken. Etwas, was ich früher gar nicht so sehr beherzigt habe, aber inzwischen und vor allem natürlich seit meinem Schlechtwettererlebnis letzten Jahres erst recht beherzige. Ich habe nicht nur eine App auf dem Handy, sondern inzwischen auch mehrere. Die eine App ist dazu da, dass ich wirklich die Wettersituation checken kann und auch eine Wettervorhersage habe. Die andere App ist dazu da, dass ich zum Beispiel Gewittermeldungen bekomme und auch sehe, wie die Gewitter von A nach B nach C sich bewegen. Das ist etwas, das sollte natürlich wirklich regelmäßig gemacht werden. Und wir wissen, dass es auf dem Meer wie auch in den Bergen kurzfristig dazu kommen kann, dass sich Wettersituationen ändern. So auch von den besagten Törn von mir. Niemand wusste in dem Fall, dass es so schlimm werden kann. Alle wussten, es kann ein bisschen nieseln und regnen und da war eigentlich auch in dem Hafen keiner so richtig drauf vorbereitet. Das heißt, selbst die Wettervorhersagen sind nicht immer 100% genau, aber man hat zumindest mal eine ganz gute Ahnung, was da gerade auf einen zukommen kann und kann dann entsprechend darauf reagieren und im Zweifel dann natürlich immer auf Nummer sicher gehen, einen entsprechenden Hafen aussuchen oder vielleicht dann auch mal im Hafen bleiben und nicht rausfahren, wenn man weiß, dass hier schlechtes Wetter auf einen zukommt. Das ist natürlich je nachdem, was man für eine Crew ist, was man für ein Boot hat, was man sich zutraut, unterschiedlich, aber das Thema Wetter ist einfach nicht zu unterschätzen und kann einen wirklich in brenzliche Situationen führen. Und heutzutage ist es aufgrund der Technik und der Wetter-Apps einfach möglich, dass man sich hier sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Punkt 5 habe ich bei mir notiert, das Boot regelmäßig zu checken. Und ich weiß, dass bei Charter-Turns nicht immer alles überprüft wird. Das heißt, wenn beim Check-in
mal der Motor gesichtet wird, dann ist das nicht ausreichend. Und es ist auch nicht ausreichend, wenn ich nur eine Woche unterwegs bin. Ihr solltet immer schauen, ob genug Öl zum Beispiel im Motor ist. Ihr solltet schauen, ob vielleicht im Motorraum Öl oder Wasser irgendwo steht. Und das kann manchmal auch sein, dass es nach 2, 3 Tagen der Fall ist. Selbst dann, wenn der Motor überholt wurde. Denn wenn beispielsweise dem Mechaniker dort ein Fehler unterlaufen ist oder es ist irgendetwas falsch gemacht worden, ich meine, Fehler sind menschlich, dann passiert gerade nach einer Wartung etwas, was nicht sein sollte. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Motor in einer brenzlichen Situation einfach nicht mehr anspringt oder vielleicht gerade dann ausfällt, wenn ihr gerade in den Hafen fahren wollt. Und das ist eine Situation, die keiner haben möchte. Und ihr als Skipper seid am Ende des Tages immer verantwortlich. Es ist auch so, dass beispielsweise Splinte sehr selten gecheckt werden. Und auch hier kann ich wirklich nur daran appellieren, checkt die wichtigen Splinte, gerade die Wanten befestigt haben und dazu dienen, dass dann am Ende des Tages auch der Mast dort stehen bleibt, wo er bleibt, dass diese Splinte intakt sind, dass sie drinnen sind. Und wir hatten auch schon in der Vergangenheit Langzeit-Turns, wo nach mehreren Wochen auf einmal der Mast mitten auf dem Meer gekommen ist bei null Wind und am Ende des Tages war der Verantwortliche der Skipper, der in den Wochen vorher gesegelt ist und irgendwann muss dann wohl der Splint rausgefallen sein, der dann dazu geführt hat, dass dieser Mast dann eben gefallen ist. Und das wird dann in solchen Fällen, ich meine, das ist wirklich Worst Case, von unabhängigen Gutachtern festgestellt. Und wenn das festgestellt wird, dass beispielsweise dieser Splint dann nicht mehr drinnen war, dann ist wirklich der Skipper dran, der hier einfach seine Aufsichtspflicht verletzt hat und nicht gecheckt hat, ob das Boot intakt ist. Also hierzu gehört auch immer mal zu gucken, ob in der Bilge Wasser steht. Und wenn in der Bilge Wasser ist, dann ist natürlich das Erste, da hatten wir auch schon Anrufe, oh, wir haben Wasser in der Bilge, was machen wir jetzt, gehen wir jetzt unter? Das Erste ist Finger rein, mal ablecken und mal schauen, ist es überhaupt Süßwasser oder Salzwasser? Wenn es Süßwasser ist, dann dürft ihr davon ausgehen, dass irgendein Schlauch wohl defekt ist, der euren Frischwassertank mit den Wasserhähnen verbindet und dass das Wasser ist, was dann in der Bilge zusammenläuft. Und wenn es Salzwasser ist, ja, dann sollten die Alarmglocken auf jeden Fall läuten und da solltet ihr definitiv, wie auch in dem ersten Fall mit dem Süßwasser, natürlich den Vercharterer anrufen, damit er hier unterstützen kann und helfen kann. Aber ihr müsst es auf jeden Fall checken, das macht Sinn. Genauso auch die Batterie. Checkt die Batterie, findet ein Gefühl dafür, wie viel ihr am Tag verbraucht. Manche Batterien auf den Charterschiffen sind sehr gut oder manche Charterschiffe sind mit sehr starken Batterien ausgestattet, andere wiederum mit weniger starken. Manche sind schon vielleicht auch ein bisschen tiefenentladen oder haben nicht mehr die Leistung, die sie eigentlich haben sollten. Und aus meiner Sicht einfach auch ein Sicherheitsaspekt, weil wenn dann irgendwann mal die Batterie so tot ist, dass nicht mal das Ankerlicht funktioniert oder meine Positionslichter, dann habe ich ein Problem. Wobei die Positionslichter dann ja, wenn der Motor an ist, dann lädt sich ja auch wieder die Servicebatterie. Aber so oder so, einfach ein wichtiger Punkt, hier ein Auge drauf haben. Wenn ich einen Generator habe, ruhig auch da checken natürlich, ob das alles mehr oder weniger funktioniert. Mit Solarpanels ist jetzt nicht ganz so wichtig. Aber einfach, dass die Elektronik an Bord funktioniert, ist definitiv wichtig. Ja, kommen wir zum letzten, 6. Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe und den beherzige ich auch schon eigentlich schon seit meinem ersten Turn. Und der heißt, eigene Medikamente mitnehmen. Die Boote sind zwar alle ausgestattet mit Erste-Hilfe-Sets und bisher habe ich auch da nur gute Erfahrungen gemacht, aber zum Beispiel auch Medikamente wie Schmerzmittel, die jetzt nicht unbedingt nur für mich als Skipper da sind, sondern vielleicht auch für das ein oder andere Crewmitglied, welches vielleicht sowas nicht mitgenommen hat. Dinge gegen Übelkeit oder zum Beispiel Augentropfen, gerade draußen auf dem Wasser, wenn da mal ein trockener Wind weht und der ein oder andere in der Crew bekommt ein Problem mit seinen Augen, die dann sehr trocken werden, dann sind solche Ampullen, die man in der Apotheke bekommt, so kleine Kunststoffampullen, die dreht man einfach auf und kann sich dann die Flüssigkeiten in die Augen träufeln. Sind die wirklich Gold wert? Und natürlich, wenn der ein oder andere an bestimmten Dingen eher leidet als jemand anders, beispielsweise, der hat, wenn dann mal eher vielleicht Magenschmerzen oder so, dann sollte er vielleicht auch hier ein bisschen was mitnehmen, bevor man dann in dem jeweiligen Land in irgendwelchen Apotheken nach der ein oder anderen Geschichte suchen muss. Dann hat man so seine Sachen mal bei sich. Ja, das waren so meine 6 Punkte, die euch
und ja, ich denke mir sowieso helfen sollten, dass es ein sicherer Turn wird. Das Thema Sicherheit ist wirklich ein großes Thema. Wir haben auch immer mal wieder sogenannte Sicherheitstrainings, die wir mit unserem Partner der Segelschule Into the Blue veranstalten. Hier geht es dann wirklich auch um Situationen, die da wirklich durchgespielt werden, die man sonst nicht so üben kann. Also Mann-über-Bord-Manöver, Rettungsinsel aufblasen, überhaupt mal in so eine Rettungsinsel reinklettern können. Also diese Schulungen, die gehen über 2 Tage, bestehen aus einem Theorieteil und einem Praxisteil. Der Praxisteil ist dann in einem Hallenbad oder Schwimmbad. Und auch wir hier bei uns im Würzburger Raum veranstalten sowas. Wir haben jetzt auch was geplant, dass wir in Berlin, im Berliner Raum so etwas mal veranstalten. Die Infos dazu, die bekommt ihr bei uns. Meldet euch einfach bei uns im Newsletter an. Da kommt ihr über unsere Webseite drauf. Ansonsten vielleicht auch, dass wir in unseren sozialen Medien nochmal drauf aufmerksam machen. Aber das ist schon mal interessant, auch zum Beispiel mal so eine Leuchtrakete mal zu zünden. Ja? Man sieht diese Signale immer an Bord und hat aber noch nie sowas in der Hand gehabt, außer man hat jetzt so einen Pyroschein gemacht und hat die mal gezündet. Genauso wie gesagt, wie schwer ist es denn eigentlich in so eine Rettungsinsel mal einzusteigen und was bedeutet es eigentlich, wenn man beispielsweise ins Wasser geht? Wie lange habe ich denn da die Chance zu überleben? Wie wichtig ist es überhaupt, Segelkleider zu haben? Und ist es wirklich so, dass ich im Mittelmeerraum, wenn ich da in eine Situation komme, in eine Notsituation komme, dass es da nicht so relevant ist oder nicht so wichtig ist, wie jetzt beispielsweise, wenn ich eine Atlantiküberquerung mache, beziehungsweise worauf ist zu achten? Also es sind wirklich ganz, ganz viele Informationen, Dinge, die ich hier niemals in einem Video abdecken könnte, von einem Profi vermittelt. Und kann ich euch nur ans Herz legen, weil es einem einfach ein bisschen Sicherheit gibt und meiner Meinung nach auch der Crew Sicherheit gibt, weil wenn man allein schon Punkt 2, den ich hier, ich glaube Punkt 3 war es, mit der Crew zu instruieren, wenn ich diesen Punkt hier hernehme und ich mache am Anfang eine Sicherheitseinweisung und ich habe dieses Wissen von einem Sicherheitstraining, dann ist es einfach nochmal eine große Geschichte, die hier helfen kann. Das sind auch Kleinigkeiten, auch jetzt bei dieser Crew-Einweisung. Wie gehe ich überhaupt damit um, wenn ich eine Winch belege? Ich meine, ich will gar nicht wissen, wie viele Finger schon verloren wurden beim Belegen einer Winch, wo dann der Wind in die Segel geblasen hat und das einfach nur deswegen, weil man nicht genug Abstand zu dieser Rolle genommen hat und die Finger dann da reingekommen sind. Das sind Dinge, die müssen nicht sein und mit ein bisschen Information, mit ein bisschen Aufklärung kann man wirklich auch sehr, sehr vieles vermeiden. Nicht nur für sich selbst als Skipper, sondern eben auch für die Crew. So, in diesem Sinne aber vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und logischerweise freue ich mich auch über jedes einzelne Like, was ihr hier hinterlasst. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann.